So, guten Tag. Der Tag ist gekommen. Ich tue heute eure Fragen beantworten, aber ich lege mich zuerst mal anständig an. Woohoo! Hast du den Ton? Hast du den Ton? Ich bin schon seit längerem dran, Werkstattbar Diner zu machen. Und natürlich aus der aktuellen Situation ist das natürlich auf Eis gelegt worden. Deshalb wird jetzt die ganze Geschichte mit der Werkstatt wird jetzt einfach viel mehr ausdehnt, als es am Anfang der Plan war. Was aber natürlich etwas sehr Spannendes ist. Es gefällt mir auch unheimlich gut und deshalb wird das alles einfach ein bisschen mehr gepusht und ein bisschen mehr das Auge auf das gelegt, als ich es vielleicht von Anfang an gedacht habe. Es war eigentlich am Anfang nur so ein Teil von etwas Grösserem, aber ich bin gar nicht böse, dass ich im Moment sehr viel Zeit in der Werkstatt verbringen kann. Lieblingsmoffa, sehr schwieriges Thema, ganz schwieriges Thema. Ich habe in dem Sinne nicht eins, das ich begehre, wie die Anna vom Nachbardorf, sondern es ist einfach so bei mir, ich habe sehr viele gern. Also ich finde, am einen finde ich das schön, ich stehe natürlich extrem auf Sachs, habe aber auch Puch enorm gern. Sehr schwierig zu sagen, oder? Das kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an. Was machst du mit dem? Gehst in die Ferien, machst einen kurzen Ride, machst einen Sonntagsausflug. Kann man so nicht sagen. Ich habe sehr viele Stück, die mir am Herzen liegen da rein und die mir dementsprechend auch gefallen. Der Wert. Das sind ja rund 50 Mofas und TÜV natürlich auch noch ein paar. Es ist natürlich aktuell sind die Mofas brutal teuer. Wenn ich natürlich momentan in die bekannten Plattformen schaue, dann habe ich manchmal selber ein bisschen Fragen. Aber ich sage immer, etwas ist so viel wert, wie ein anderer bereit ist zu zahlen dafür. Und deshalb, klar könnte ich jetzt durchrechnen, was ich jetzt schon ausgegeben habe für das ganze Zeug. Aber so eine Gesamtsumme will ich jetzt nicht nennen, kann ich gar nicht nennen. Das ist eben immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Oder? Also mein erster Mofa war ein Alpa Chopper, Alpa Werke Siernach. Den habe ich natürlich hier schon mindestens einmal oder sogar zweimal umlackiert, umgebaut und gemacht. Und der ist heute nach wie vor noch in meiner Sammlung. Zum Glück. Das schnellste Mofa, das momentan bei mir steht, ist der 88 km/h, der Görike, der Blau, wo auch schon ein Video darüber gibt. Und das andere, ich habe mal einen Maxi gebaut, der hat dann gute 90 gemacht, 90, 95, dort umeinander mit dem GPS selbstverständlich, nicht der da. Das war bis jetzt das schnellste, wo ich drauf geguckt bin. Ja, wie alt ich bin. Ja, also ich sage nur so viel. Ich habe gut und gern gelebt. Bald Midlife, nur ohne Crisis. 38. Während ich Polymech bei den Sulzen. Ich brauche es heute noch fast täglich. Ich habe es auch mal recht gut können. Wow! Das war gar nicht gut. Scheiße! Damit sehe ich! Nein, alles am Arsch. Das Verrückteste und das Aufwendigste, also was Töffli angeht, ist das Aufwendigste auf jeden Fall das aktuelle, der Nickel Gold Popper. Und das Verrückteste würde ich eigentlich sagen, der Raketenwagen. Das hat zwar nichts mit Töffel zu tun, aber das spielt ja keine Rolle, gehört zu mir. Die Reglementenbibel, die ist mir ständig im Einsatz. Das
teuerste, das Lieblings, das ist immer eine schwierige Frage. Das teuerste Moff, also ich kann sagen, ich habe natürlich ein paar seltene, die wahrscheinlich durch ihre Seltenheit höhere Preise würden erzielen als andere. Aber das teuerste Moff, also rein natürlich, was ich reingesteckt habe, sind wir wieder beim Nickel-Gold-Projekt. Das ist definitiv eines der aufwendigsten, die ich mache und somit auch das, wo ich am meisten Geld einbuttere. Lieblings. Das ist immer so eine Sache. Ich bin nicht so der Lieblingstyp. Ich tue mich nicht gerne auf nur einen Motor, auf eine Marke beschränken. Was ich kann sagen, man sieht es natürlich auch, ich bin sehr sachslastig. Und was ich bei meinen privaten Höbel am meisten verbauen habe, ist ein Sachs-Dreigang. Also schnupfen tue ich jetzt nicht, aber ja, das Bier habe ich schon noch gerne. Arbeitssicherheit, sehr wichtig. Und Schutzbrille, Alltagsgegenstand Nummer 1. Schutzbrille tragen, gell? Schutzbrille! Die Schutzbrille ist halt wirklich etwas Wichtiges. E50 verbaue ich am meisten Zwing 44 mm. Absolutes Top-Preis-Leistungsverhältnis. Arbeitstag in Stunden. Ja, im Moment natürlich sehr viel. Also ich bin ja noch allein. Ich habe zwar Unterstützung unterdessen ein bisschen bekommen, aber das ist vom Werkstattpadi und nach wie vor einfach noch zu wenig. Deshalb, dass ich meine Termine irgendwie einigermaßen heben kann, schaffe ich natürlich sehr viel. Also ich sage mal, im Schnitt bin ich 12 bis 16 Stunden da. Die Stelle ist immer noch offen als Schrauber. Darum bewerbt euch! Milchschnitte. Das hat keinen grossen Stellenwert in meinem Leben. Das Anspruchsvollste ist sicher, dass am Schluss die ganze Optik, die muss natürlich, das muss man von Anfang an muss man das ein bisschen im Kopf haben, das muss man ein bisschen spüren, man muss einfach ein bisschen Vorstellungsvermögen haben natürlich. Was technisch ein bisschen anspruchsvoll ist natürlich, gerade wenn man natürlich Rahmen, Gabel selber baut oder Heck selber baut, dass dann die ganze Kettenliniengeschichte und die Spur natürlich wieder eins anstimmt. Das ist das Aufwendigste am Ganzen, also Rahmen, Anpassungen, Gabelkonstruktionen. Das muss wirklich passen und sonst hat man nachher nicht eine wahnsinnige Freude daran. Ja, wer weiß, vielleicht einmal zu den Asiaten, aber dieses Jahr machen wir verlängerte Ferien im Jura. Was soll ich mit dem Bremsreiniger zum Morgen? Es hat sehr, sehr viele Faktoren, die da natürlich mitwirken. Und dann geht es natürlich dann noch weiter, Auspuff, Resonanz, Länge und so weiter. Also sehr ein breites Thema, aber was man natürlich sagen kann, ist sicher, pflegt das Zeug ein bisschen schön, oder? Also nehmt gutes Öl, die richtige Menge und warm fahren. Warm fahren, warm fahren. Jawohl.
Das ist natürlich gerade eine der behämmertsten Fragen, die da gestellt worden sind. Nichtsdestotrotz auch danke für die. Sehr, sehr viele lustige, komische, ernste Fragen. Wir haben uns Mühe gegeben, um möglichst ein bisschen durch das ganze Band durch das Ganze zu beantworten. Allgemein, der ganze Channel läuft jetzt seit dem September. Ein riesen Dankeschön an all die die Fragen gestellt haben, alle, die da einen Kommentar mir geben, das Feedback allgemein. Super Sache. Vielen Dank und wir sehen uns nächsten Montag wieder.